Jo, ihr lustigen Menschen. Ich hatte am 5.8. wieder einen Stream. Der war auch wieder ein bisschen länger, deswegen werde ich den wahrscheinlich in 3 Teile cutten. Thema war die Nature One. Ist das noch Szene? Oder trifft sich die Szene mittlerweile auf dem Camp und auf der Püttner hast du Festivaltourismus? Bevor wir jetzt in das Video gehen, noch ein kleiner Hinweis. Ich werde zukünftig alle Videos mit einem Untertitel versehen. Englisch, Spanisch, Ungarisch, Russisch, Japanisch. Solltet ihr eine andere Sprache brauchen, lasst es mich wissen, dann füge ich das einfach mit hinzu. Ja, und grundsätzlich, wenn ihr meinen Content mögt, könnt ihr auf jeden Fall mal das Video liken und vielleicht meinem Kanal abonnieren, das wäre ganz cool. Ja, jetzt viel Spaß mit dem Video, mit Teil 1. Peace! Hallo, ihr lustigen Menschen. Es ist schon wieder so warm. Katastrophe, ey. Ja, ich habe mir hier mal meine Presets wieder repariert. Das müsste jetzt klappen. Na guck, ist jetzt nicht mehr Schreibtisch-View. Ist doch folgen. Folgt. Wunderbar. Sehr geil. Na, guck mal. Perfekt. Ich habe mir meinen Chat hier einblenden lassen. Chat, den habe ich letzte Mal extrahiert mit so einem Tool und ganz aufwendig wieder eingefügt. Das war ein bisschen Arbeit. Jetzt habe ich mir gedacht, du kannst ja mit OBS, kannst du ja mehrere Fenster öffnen und gleichzeitig streamen und auch aufnehmen. Jetzt habe ich mir mal noch ein Fenster gemacht, ohne Overlays, ohne Chat und wo ich auch nur Mikro-Voice habe. Das kann ich dann tatsächlich auch besser benutzen, wenn ich Videos mache, weil wenn ich jetzt, was weiß ich, Musik zeige oder irgendeinen Content zeige, den ich gar nicht bei YouTube haben will, dann habe ich kein Problem damit, dass da wie gesagt, dann komme ich da nicht in der Bredouille, dass ich eventuell das, was ich sage, für ein YouTube-Video benutzen möchte. Ich aber da irgendwie irgendeinen Audio-Content drunter habe, den ich gar nicht benutzen kann, / darf, wie auch immer. Von daher, das separieren wir jetzt. Da gibt's dann 2 Videos. Und da muss man mal gucken, wie man das alles so hin und her schnipselt. Ja, Thematik Striken, da bin ich schon wieder. Ich habe mal was entdeckt, was vielleicht des Pudels Kern ist. Guck mal, jetzt habe ich das Bild natürlich hier drüber. Ich habe hier über 1 Minute lange Shorts mit Inhalten auf die 3. Anspruch erhoben haben. Es kann sein, dass es automatisch gestrikt wird, weil das Video über 1 Minute ist. Das geht immer so 1 Minute 15, weil ich ein Intro und ein Outro habe und mache ungefähr 1 Minute Audiomaterial. Jetzt habe ich das mal alles bearbeitet. Also nicht das, was jetzt schon alles, ich sag mal so, in der Queue ist, sondern alles, was noch kommt. Ich habe ja das Hypersonic Revolution 13 habe ich schon aufgenommen. Das ist auch alles schon hochgeladen und wird aber erst im Oktober kommen. Und die Snippets habe ich jetzt mal alle nur 35 Sekunden, also Audiomaterial. Und da bin ich mal gespannt, ob das auch gestrikt wird oder ob es tatsächlich daran liegt, dass Shorts mit einer Länge von 1 bis 3 Minuten automatisch weltweit gesperrt werden. Das könnte nämlich des Pudels Kern sein, wie man so schön sagt. Da bin ich mal gespannt. Ey, was geht ab, Silver? Wie geht's dir? Das war das. Ich hatte mir das nochmal angeguckt und durchgelesen und so. Und es kann tatsächlich sein, dass es jetzt dadurch, dass die Videos jetzt kürzer sind, nicht mehr dazu kommt. Bin mal gespannt. In dem Falle war es hier solid. Ja, hier ist schon wieder so extrem warm, ey. Aber da müssen wir durch. Da müssen wir durch. Ja, letzter Stream war ja mal lustig, ne? Also ich habe die Highlight-Videos, das sollen ja eigentlich Highlights sein, aber da ich ja permanent gequatscht hab und da gar nicht so viel zum Rausschneiden war, außer ich mache halt viel und ziehe auf die Nase hoch und diese Geschichten, das cutte ich raus, das ist auch unheimlich viel Arbeit. Also ich habe an dem Part 1, welches gestern online gekommen ist, das ist die erste Dreiviertelstunde, habe ich einen ganzen Tag dran geschnitten. Irgendwie 5 oder 6 Stunden. Du kannst bei Premiere Pro den Transkript erstellen lassen und da dann automatisch sagen, bitte die Stellen, wo Stille sind und so rauscutten oder Phrasen und Füllwörter. Aber das muss nachbearbeitet werden, weil das manchmal cuttet an Stellen, wo es ungeil ist. Und da ich es dann nachbearbeiten muss, cutte ich es dann einfach selber händisch. Ich habe mir mein Stream Deck konfiguriert, dass ich dann gar nicht mehr mit Maus und Tastatur arbeite. Ich habe mir ja hier das Stream Deck Plus geholt. Da ist auch Encoder. Endlos Drehregler. Und da habe ich mir so ein bisschen pfiffig was draufgelegt, dass ich dann mit den Encodern quasi durch den Track suche
und mir auch Passagen markiere und sage dann hier cutten und also rauspacken und dass der Rest nachrutscht und diese Geschichten. Da bin ich dann die ganze Zeit mit dem Stream Deck zugange wie so ein Controller und da geht das schon relativ flott mit auf jeden Fall. Musste ein bisschen überlegen, wie ich das mappe. Das ist aber ganz cool geworden und das macht mich auf jeden Fall deutlich schneller, aber es ist trotzdem unheimlich viel Arbeit. Habe ich, kann hier mal Premiere aufmachen. Muss ich mal gucken, ob ich glaube, ich habe die Dateien halt nicht mehr. Ne? Ich habe ein bisschen aufgeräumt vorletzte Nacht, weil ich habe so viel Datenmüll und habe dann gesagt, okay, räumst du mal ein bisschen auf und tust mal da Streamlights, Highlights, Part 1, Part 2. Der wird jetzt ganz viel offline erkennen hier, ne? Das ist aber auch nicht schlimm. Geht ja darum, um zu sehen, wie viele Cuts da drin sind. Naja, wie gesagt, ich habe meine ganzen Datensachen aufgeräumt. Hier, ich muss mal hier Windows, pass mal auf. So, guckt's euch an, wie viel da geschnitten ist, ne? Das ist alles händisch. Das ist brutal. Da bist du halt sehr, sehr, sehr lange dran. So, als Indikator nehme ich natürlich immer die Audiospur, weil da siehst du ja ungefähr, was passiert. Mittlerweile erkenne ich auch meine Nasenhochzieher am Hand der Audiokurve. Ja, das ist... So, ich habe aus dem Stream letztes Mal, habe ich so 2 Stunden ungefähr rausziehen können. Ja, da habe ich... vielleicht in Summe 8 Stunden dran geschnitten. Das ist schon viel. Aber lässt sich nicht anständig automatisieren. Du musst trotzdem nacharbeiten. Ich habe gar keinen Plan für heute. Ich habe mir überlegt, letztes Mal habe ich das Track schneiden, habe ich komplett, das Track sortieren, habe ich komplett sein lassen. Vielleicht mache ich das gleich. Kann man sich auch die Tracks mal anhören. Irgendwie so. Ist ja doch irgendwie alles... Hat sich irgendwie so anders entwickelt als geplant. Ist aber nicht schlimm, das ist ja cool. War heute noch in der japanischen im Konsulat, habe noch mal ein Arbeitsvisum beantragt, weil ich ja nach Japan fliege am 19. September für ein Jahr. Und jetzt streamen wir ein bisschen. Ich habe mir mal so einen kleinen Exkurs auf das Nature One. Das ist so eine Thematik, das wollte ich mal kurz anreißen. Da habe ich auch ein paar Gedanken zu. Ja, ich habe mir mal so 2, 3 Sachen angeguckt. Jemanden bei Facebook, mit dem bin ich befreundet, der, ich fange mal vorne an. Wir machen Folgendes. Ich mache mal das. Es gibt eine Live-Übertragung von Arte. Die gibt's auch noch bei YouTube. Ich mache das mal an. Ich habe mir das einmal gespeichert. Hier soweit 3 Stunden ungefähr. So, das machen wir nicht an. Das machen wir ein bisschen leiser. So. Windows müssen wir noch machen. Das ist der Main Floor gewesen, bei 3 Stunden ungefähr. Mach mal Play. Wir brauchen noch ein letztes Mal alle Arme. Noch ein letztes Mal, alle Arme nach oben. Alle Arme nach oben. Oh yes. Ich kann auch nicht nach Hause. 3, denn das 2, Brennen hört nicht auf. 1. Ich habe Angst, es zu verpassen. Ich habe Angst. Nee, mach richtig laut. Also, Wir sehen alle Lichter gehen. naja, ich sag jetzt mal nichts. Wir gucken uns das mal 10 Minuten an und dann teile ich mal so ein bisschen meine Gedanken dazu. Ich weiß, ich tu mir grad weh. Doch ich trag dich unter meiner Haut. Ich behalte dich unter meiner Haut. Ganz egal wie lang es brennt, ganz egal bis jetzt noch. Vielleicht sie irgendwann Panic at the Disco Songs. Ja, was heißt, kennst du den? Also wer kennt ihn nicht? Ne? Wer kennt Drachenlord nicht? Ja. Der ist ja auch hart kontrovers, ne? Nature Boy, vielen Dank. Habt noch eine geile Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ich finde das Motto dumm. Gestört, aber geil. Das ist so mainstreamig. Ich spule mal ein kleines Stückchen vor. Ja, hier, dieser Kasper. Wie gesagt, ich kommentiere das jetzt mal nicht. Gucken uns das mal an und dann sage ich da mal so 2, 3 Sätze dazu. In über 12 Ländern dieser Welt stehen wir unter Todesstrafe. Und die sagen wir heute den Kampf an. Homophobie ist keine Meinung
Homophobie ist ein Delikt. Wir lassen uns nicht spalten, sondern wir sind eine demokratische Gesellschaft. Diese Gesellschaft ist vielfältig und es ist wichtig, genau das anzuerkennen und weiter zu fördern. We are not the enemy. Islamismus ist per se vielfältig, freiheitsverachtend. Islamismus tötet. Das sind Fakten. Daraus darf aber keine Islamophobie entstehen. Kein Argwohn gegenüber unseren muslimischen Mitmenschen. Kein Homonationalismus. Wir sehen es auch jetzt im neuesten Gutachten eben zur Verfassungsfeindlichkeit der AfD. Queere Menschen, insbesondere auch Transmenschen, sind eine Zielscheibe dieser Partei. Solch ein Anschlag darf nicht von einer rechten Partei instrumentalisiert werden. In Deutschland leben mehrere Millionen Muslime unter der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Frieden miteinander. In Koexistenz auch zu anderen Minderheiten wie queere Minderheiten. Das ist natürlich ein Grund, stolz zu sein und zu sagen, Haltung ist Mord. An die Allies da draußen, step your pussy up. Wir brauchen euch. Nature One! Ich bin unendlich dankbar für diese Bühne. Ich bin unendlich dankbar, dass ihr alle da seid. Für die Liebe, für eine bunte Gesellschaft und für Toleranz. Das möchte ich mal so unterstreichen, auf jeden Fall. Aber guckt euch den Kasper mal an jetzt. Das wird lustig. Halt's Maul, Alter, tu das Mikro weg. Also die haben sie mit Sicherheit auch vor die Kamera gestellt, damit sie den Shot kriegen. Ne? Ich weiß ja, wie Fernsehen funktioniert. Hab da ja ein bisschen Berührungspunkte mit. Lasst mal die Bilder wirken, so auf jeden Fall. Guckt mal so, was der macht. Guckt vielleicht auch auf die Details. So am Mischpult. Guckt die Crowd an. Hört euch an, was gespielt wird. Hier, Abiball-Crowd, Alter. Na, stört das Handtäschchen? Oh mein Gott, Ronny. Mami und Papi sind auch am Start. Das ist Nature One, ne? Das ist nicht Tomorrowland, das ist Nature One. Mal lasst euch guckt es euch an, da, was da passiert. Ich meine, schaut euch jetzt mal ein Video von der Nature One 2000 an vom Mainfloor. Erkennt den Unterschied.
Guckt euch mal die Crowd an. Die stehen da alle rum, Alter. Zeigen sie mal ein Pärchen, was tanzt. Aber so im Großen und Ganzen stehen die alle rum und schunkeln. Das Geile ist halt auch, wenn man so ein bisschen Ahnung hat, dann kann man ja auch lesen, was er tut. Und ist halt auch geil, ne? Das ist wichtig. Du hast schon so viel rumgezappelt. Trink einen Schluck, nicht, dass du dehydrierst. Ganz, ganz wichtig. Guck mal, die stehen alle da rum. Da passiert nichts. Guckt euch das hier mal an. Guckt euch das an. Der Einzige, der feiert, ist er. Da wieder der Shot für die Kamera. Aber guckt, ich meine, ist ja schön. Ich feiere mich ja auch. Und also, ist ja geil, dass er sich feiert. Finde ich gut. Ja gut, ich beende das hier mal. Ich denke mal, wir haben genug gesehen, ne? Oder wollt ihr noch eine Runde? Also, was sage ich dazu? Also erstmal ist mir wirklich aufgefallen, dass die Crowd eine wirklich andere ist. Und das ist nicht nur der Klamottenstil. Also mainstreamiger kann es ja nicht mehr sein. Das ist Fakt. Die haben ja nichts mit der Techno-Szene zu tun gehabt, die Menschen, die da waren. Das waren Festivalgänger. Da bin ich mir eigentlich sicher. Und jetzt weiß man nicht, wie es angefangen hat, wo sich der Hund in den Schwanz am Ende beißt. Aber wenn du dir den DJ angeguckt hast und die Performance, was er gespielt hat, und da wundert mich das aber auch nicht. Weil da, also jemand, der auf Techno feiern geht, der zieht sich das ja nicht rein. Der steht im Century Circus und stampft einen Acker weg. Ja, also mir ist auf jeden Fall stark aufgefallen, dass er gar nicht gemixt hat, sondern einfach, also was heißt, er hat schon mehrere ist auch falsch, ich glaube 3 in den 10 Minuten, 3 unterschiedliche Kanäle bedient, aber es waren immer Medleys, weil die Übergänge der Musik waren deutlich mehr als 3. Er hat einfach Medleys abgespielt. Fertig vorgemixte Passagen, die, weiß ich nicht, vielleicht in Summe 6, 7 Minuten gehen. Das merkst du natürlich auch daran, die ersten 5 Minuten hat er seinen Kopfhörer gar nicht benutzt. Also ich benutze ja auch keinen Kopfhörer, weil ich das nicht brauche, ne? Aber ich lasse ihn auch zu Hause. Ich tue ja nicht so, als ob ich was tue, ne? Ich mache da ja kein Geheimnis raus. Ja, also, wie gesagt, das ist handwerklich, ist da nichts passiert. Ich meine, der Punkt ist halt bei Festival, Main Acts und so ist das auch klar. Die erstmal wollen die wollen ja abliefern. Das heißt, die wollen auch nichts dem Zufall überlassen. Und da wird man natürlich schon gucken, dass das vorproduziert ist, vorgedacht. Ja, in dem Falle jetzt, weiß ich nicht, so eine Medley-Schlacht. Ich fand es halt bezeichnend zu sehen, dass der Einzige, der wirklich gefeiert hat, der DJ war. Wenn man über den Platz geguckt hat, das sah nicht aus wie das, was ich kenne, was ich damals so an Erfahrung gesammelt habe auf der Nature One. Ich war ja auch ein paar Jahre auf der Nature One und ich habe da andere Erinnerungen als das. Also hat sich der Kunde, die Crowd, eigentlich alles, auch der DJ, es hat sich alles gewandelt. Alles ist anders. Es ist nicht mehr so, wie es vor 20, 15, vielleicht 10 Jahren sogar war, dass das eine Zusammenkunft war von Leuten, die die Musik im Detail geliebt haben. Das sah aus wie eine Zusammenkunft von Menschen, die einfach nur saufen, feiern, irgendwo im Fame stehen wollen. Ne? Also das sah mir nicht sehr nach Szene aus. Das sehe ich ja auch, wenn ich auf dem Rockharz Festival arbeite oder gearbeitet habe. Das ist ja noch ein echtes Metal-Festival. Da hast du das Gefühl, dass du in einer großen Szene stehst. Und wenn du auf Rock am Ring bist, das ist Tourismus. Und so den Eindruck hatte ich hier auch. Das ist einfach Festival-Tourismus, was da passiert. Und gar nicht irgendwie Leidenschaft zu Clubmusik. Weil am Ende ist es ja das, was dieses Festival immer dargestellt hat, ne? Da wurde Clubmusik gefeiert. Gerade dieser Auftritt von dem Typ war relativ kontrovers wegen dem
Einspieler am Anfang, der sehr politisch war. Da habe ich ja auch eine Meinung zu. Meine Meinung ist ja ganz klar, dass Politik hat einfach da nichts verloren. Politik und Religion gehören nicht auf so eine Bühne. Und da habe ich halt entdeckt, das kann ich auch mal eben zeigen. Das war der Kollege Ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn ich deinen Beitrag zeige, Christian. Eine Sache ist mir aufgefallen, ne? Da hat hier der Kollege Brinkhaus hat einen Beitrag gepostet zu diesem Act. Da geht er auf das politische Statement ein. Und in dem Falle ist es so, dass er sich dagegen natürlich dran gestoßen hat, dass da die AfD vor den Karren gespannt wird oder gegen die AfD geschossen wird. Darum soll es mir aber gar nicht gehen. Man kann seiner Argumentation mit Sicherheit folgen, aber darum geht's mir gar nicht. Ich möchte aber auf was ganz anderes hinweisen und wo ich auch glaube, das ist am Ende auch des Pudels Kern. Ne? Guck mal, das ist am 1. August gepostet. Das ist vor 4 Tagen gewesen. Dieser Beitrag hat 2778 Daumen hoch bekommen oder nein, Daumen hoch ist das falsche Wort. Impressionen. Ne, man kann ja mal gucken. Hier sieht man das ja, wie das verteilt ist hier. So. An diesem Beitrag haben sich Leute beteiligt, die insgesamt 2450 Kommentare verfasst haben. Ne? Wie gesagt, der Beitrag ist 4 Tage alt. So, und ich habe mal so ein bisschen durchgescrollt und das geht gar nicht im Kern darum, dass die Techno-Szene jetzt doof und anders ist. So ein paar Kommentare sagen das, dass Frank zum Beispiel hat da total recht. Wenn ich das hier so lese, freue ich mich, dass er einige Jahre die Gelegenheit hatte, die Szene noch richtig kennenzulernen. Kann ich ihm absolut beipflichten. Aber Fakt ist doch, es sind überwiegend Kommentare für oder gegen irgendwelche politischen Ausrichtungen und Meinungen und politische Interessen. Viel Beleidigung. Hier ist einfach Kern dieser Aktivität ist nicht Techno, sondern es ist einfach sein Unmut und sein Andersdenken oder Andersdenkendes zu diskreditieren. Dieser Beitrag wird benutzt, um Politik in die eine oder andere Richtung zu machen und anderen Menschen zu sagen, dass man sie doof findet. Das ist das, was ein Beitrag an Aufmerksamkeit bekommt und wie es behandelt wird, der 4 Tage alt ist. Und wenn man jetzt aus Juckes mal, guckt mal hier, Tobi Lücke, ist mit Sicherheit aktuell oder schon seit langem top-notch, was deutsche DJs angeht. Er hat die Musik im Herz, das ist ein ganz feiner Kerl. Man mag das vielleicht nicht gut finden an der einen oder anderen Stelle, was er spielt, ob er Mainstream ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es ist eine absolute Institution in Deutschland. Er ist prägend gewesen seit Jahren, sei es mit seinen Produktionen als auch mit seiner Aktivität. Der hat mit dem Sign-Institut, mit dem Björn hat er getüttelt. Also er hat auf jeden Fall einen unheimlich großen Impact in der Szene und in der Hardtechno-Szene. Absolut jemanden, den man bewundern kann, bewundern sollte, dem man folgen kann, folgen sollte. Ja, und wenn ich jetzt mal gucke, was der Kerl, auf seine Beiträge, die ja musikalische Natur sind, hier hat er so einen Gig gepostet, was er da für Impressionen und für Aktivitäten kriegt. Hier 1. August, am selben Tag gepostet wie der Beitrag von der Nature. Guckt euch das mal an. Ein paar Tage alt. Können wir weiter runterseppen hier. Hier hat er zum Beispiel, der hat ein neues Plugin hat er gebaut. Also im Grunde, was das Producer benutzen können. DuckMe, geil. 2. Juli. Ist schon über einen Monat alt, ne? Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Checkt ihr das? Mich wundert nicht, dass die Szene so ist, wie sie ist. Mich wundert das nicht. Weil, wenn die Szenegänger statt die Künstler zu supporten oder denen Aufmerksamkeit zu schenken und das zu würdigen, was sie tun, wenn sie lieber in diesem ganzen Politiksumpf ihren ganzen Müll breittreten wollen, die ganze Missgunst gegen die Linken, gegen die Rechten, für die AfD, für die Antifa, für die CDU, gegen die Grünen, was auch immer. Dieser ganze Hass, dieser ganze wiederkehrende, immer wieder thematisierte politische Müll, den du findest es ja im World Wide Web aktuell, das ist omnipräsent. Jeder
projiziert die ganze Unzufriedenheit mit der Situation, in der er sich befindet, in das eine Thema. Das war damals, fing das mit Corona, fand ich, glaube ich, hat das angefangen, dass die Gesellschaft so gespalten ist. So habe ich es empfunden. Vorher es gab immer die Trolls im Internet, die im Grunde einfach mit blöden Kommentaren Aufmerksamkeit gegrindet haben. Aber jetzt ist ja der Umgang, das, was die Leute in dem Internet so beitragen, der ist ja viel negativer geworden, wie es vor 10 Jahren ungefähr. Also so der Durchschnitt der Internetnutzer, nicht die Trolls. Das fing, glaube ich, mit Corona alles so ein bisschen an, dass es so diese 2 Lager gab. Diese Art des Umgangs ist nicht mehr weggegangen. Das siehst du jetzt auf politischer Ebene jeden Tag im Internet. Ne? Ob du für oder gegen die AfD bist, ist mir doch egal. Das musst du doch für dich ausmachen, wo du dein Häkchen machst in der Politik. Und ich finde dich doch nicht doof anhand deiner politischen Gesinnung. Ich finde dich doof anhand deiner Tat. Wir sind ja in Deutschland, sind wir ja auch in einem Rechtsstaat. Das heißt, es muss ja erst etwas im besten Falle vorhergehen, bevor man ein Urteil spricht. Und für mich reicht es als Urteil nicht. Ja, wenn ich weiß, dass der Kollege jetzt die AfD wählt oder die Linken, dass ich ihn doof finde oder dass das Grünwähler ist. Ne? Ich kenne ja auch Grünwähler. Ich habe früher selber, ist aber schon lange her, den Gysi. Ich sag bewusst den Gysi. Ich habe immer den Gysi gewählt, aber auch schon mehrere Legislaturen nicht mehr. Das kann auch jeder für sich selber klar haben. An dem Punkt, wo jemand aktiv wird und etwas tut, was man kritisieren kann, und das ist nicht eine Meinung haben, sondern auf die Straße gehen und einen Stein werfen, in welche Richtung auch immer. Ob es einfach gegen ein Auto ist, gegen einen Laden, gegen Demonstranten von der einen oder anderen Position oder gegen Polizisten, dann kann ich das verurteilen. Dann finde ich dann jemanden auch doof. Ey, was geht ab? Na du, wie schaut's aus? Aber solange die Leute nur ihre Meinung haben und keinen negativen Impact, aktiven negativen Impact. Klar, die Meinung beeinflusst natürlich auch, aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Jeder darf ja auch überzeugt werden. Jeder hat das Recht davon, überzeugt zu werden von der einen oder anderen Meinung. Ja, aber dieses Schwarz-Weiß, was aktuell passiert, bei mir ist alles gut soweit. Ich lasse mal gerade das, was ich von der Nature, also hol's ja mal hier und da Eindrücke und ich habe mir mal so das Arte vom Mainfloor angeguckt und da habe ich auch ein paar Gedanken zugeteilt gerade. Ich glaube einfach, dass die Szene sich selber abgeschafft hat. Ich glaube, am Ende ist der Konsument selber schuld, sprich die Crowd, dass es jetzt so ist, wie es ist, weil du bist nicht nur Konsument. Du hast eine Macht als Konsument. Du entscheidest, wie die Entwicklung ist. Ja, das Video habe ich gerade gezeigt. Genau, Jan hieß der. Das habe ich eben gezeigt. So die ersten 10 Minuten. Womit mir ist aufgefallen halt, dass der hat halt Medleys gespielt. Der hat gar nicht richtig gemischt. Der hat Medleys gespielt. Ja, mir ist halt auch ganz deutlich aufgefallen, dass die Crowd gar nicht gefeiert hat. Er war derjenige, der gefeiert hat. Ist ja auch okay. Darf er ja machen. Wenn man sich selber feiert, ist ja gut. Aber der Einzige, der wirklich aussah, dass er gerade zumindest den Anschein erweckt, dass er eine gute Zeit hat, war er. Was ich ihm ja auch gönne, so. Das habe ich auch gesagt. Was denn das? Gestört, aber geil. Das ist ja alles andere als gestört und geil. Das Thema ist ja völlig daneben. Völlig Banane. Ja, ich dachte das eben halt, ne. Ich war halt auch ein paar Jahre auf der Nature One früher. Ich glaube 98 war ich das erste Mal da oder 99. Und dann bis 2004. Und da habe ich auch aufgehört mit Feiern. Nee, aber da ist mir halt aufgefallen, dass die Erinnerung, die ich hatte, jetzt an die Nature One, das, was ich da jetzt gesehen habe, gar nicht mehr zusammenkommt. Das ist ja eher Festival-Tourismus, was da passiert, als dass da Techno-Liebhaber und Clubgänger irgendwie zusammenkommen. Ja, der Kröcher, ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Ich habe jetzt gesehen, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, aber es gibt noch einen anderen es gibt sowieso jetzt mal ganz ehrliche Frage, ne? Soll ich mir auch eine Maske kaufen und sie aufziehen und dadurch erhoffen, dass ich übelst Fame werde? Ey, warum hat denn jeder zweite aktuelle DJ irgendeine Maske auf? Alter, was ist denn da los? Ich habe da jetzt einen gesehen, der macht jetzt mit Kröcher irgendwas. Der hat auch eine Maske im Gesicht. Und das ist nicht hier der Priest, wie er da heißt, der Techno-Priest oder wie er da, ich weiß nicht, den Namen nicht drauf, aber nee. Die Schweinemaske ziehe ich mir auf mit so kleinen Öhrchen und einer dicken Schweinenase. Ja, ich weiß nicht, wie der DJ heißt. Der hatte auch eine Maske auf. Sah so ein bisschen aus wie so eine weiße Leder-Fetischmaske. Ich glaube, ich ziehe mir auch eine Maske auf. Aber wird warm darunter, ist auch doof. Nee, Holy Priest meine ich nicht. Der macht ja auch, ich habe den Namen, deswegen ist es jetzt schwer, den auch zu ergoogeln. Ich habe den Namen
nicht drauf. Aber der macht jetzt was mit dem Kröcher. Könnte mal versuchen zu googeln. Felix Kröcher und wir können das mal anders machen. Techno DJ mit Maske. Holy Priest. Boah, wie viele Leute sind denn da mit Maske? Guck mal, Alter. Leck mich fett. Die haben alle, unfassbar geil. Er ist geil. Er ist aber nicht dabei. Wieso denn nicht? Ne, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ach, das bist du. Ja, ich habe ja nie Haare gehabt, deswegen war das für mich nie eine Option, das bunt zu machen. Guck's aber ganz schön skeptisch, aber. Was schreibt denn der General hier gerade? General Rush. Genau, geil. Ja. Ja, die Maskenleute. Ja, keine Ahnung, wie der heißt. Da macht der Kröcher jetzt auch was mit. Hello, grüß dich. Na du? Ja, diese Horror-Clowns, ne? Ging ja vor ein paar Jahren auch mal durchs World Wide Web, wie die Horror-Clowns da andere Leute erschrecken und so. So einer hätte mir mal über den Weg laufen müssen. Ich bin ja offen auch immer für Spaß und bla, aber ich finde diese ganze Prank-Scheiße nur um Klicks zu erzeugen, wo Leute einfach irgendwelche Nicht-Beteiligten damit in ihren Content reinziehen, sehe ich auch Grenzen. Also da würde ich auch ganz klar sagen, mir ist egal, ob du YouTuber bist, gönn dir deine Klicks, ich gönn dir deine Reichweite, aber du machst kein Content mit mir, mein Freund. Halt mich da raus. Gibt's ja unzählige Videos, wie da irgendwie in der Fußgängerzone irgendwelche Leute verarscht werden. Da wäre ich, glaube ich, der Falsche, an den man geraten kann. Wobei ich ja auch friedlich bin. Ey, das kann sogar sein, ja? Da hast du recht. Ja, der war das, Alter. Was ist das für einer? Genau. Ist ja nicht ganz unbekannt, ne? Würde ich mal sagen. Der hat schon Soundcloud, 8000 Follower. Das Face-Magazin hat über ihn berichtet, 2003. Nee, hat das Frauchen aber recht. Ja, da macht auf jeden Fall der Kröcher, habe ich jetzt gesehen. Die beiden haben ein Mashup, irgendwie eine Party zusammen oder so. Ja, wie gesagt, ich kaufe mir auch eine Maske. Eine Schweinemaske. Oder hier, wie heißt der? Jigsaw. Ich möchte ein Spiel spielen. Ja, ich glaube aber, um da nochmal drauf zurückzukommen. Ach, hat er auf der Nature gespielt? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Tatsächlich. Ja, glaube ich. Der kann das ja auch, ne? Kröcher war immer gut. Der war immer gut. Ja, ich glaube, im Century Circus ist die Welt auch noch ein bisschen mehr in Ordnung als auf dem Open-Air-Floor, ne? Weil das war ja jetzt wirklich... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ganze Wochenende so war, wie das von diesem Jan oder Jen oder wie der hieß. Aber das war ja wirklich unterste Schublade. Jetzt google ich mal nach dem Line-Up. Nature. Century Circus. Wen hatten wir denn da alles? Sven Feth kenne ich. Lili Palmer habe ich schon mal gehört. Kommst ja nicht drum rum. Die ist ja auch omnipräsent im Internet und macht ja auch viel Content. Musikalisch weiß ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. I Hate Models sagt mir gar nichts. Phantasma ist, glaube ich, auch ein Mädel oder Phantasm, ne? Habe ich auch, glaube ich, schon mal irgendwo gesehen. Nee, ist kein Mädel, ist ein Kerl. Sagt mir nix. Claudia Gavlas kenne ich. Tatsächlich. Klar, Kröcher. Alignment sagt mir nix. Jörg Pappenheimer, klar. Ja, produziert der Phantasm auch? Oder ist er nur DJ? Gucken wir nochmal hier. Machen wir nochmal hier. Oh, ist das einer von denen, die so kontrovers unterwegs waren? Mit hier Backstage und so? Weil ich lese hier gerade, dass da Urteile gibt zu Unschuld. Ja, freigesprochen. Ja, das ist ja auch so eine Sache, ne? Das auch, also Gregor Trescher sagt mir nix, Christopher Peske sagt mir nix, Yamaste sagt mir nix, Schrotthagen sagt mir nix, Ani sagt mir nix, Peter Pan sagt mir nix, Thies van Doon sagt mir nix, Überrest sagt mir auch nix. Ich bin halt lange raus, ich kenne nur die alten Leute. Ja, was diese ganzen Vorwürfe angeht, zum einen muss man das natürlich realistisch betrachten. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird, wie man das so schön sagt, ne? Da wollen natürlich Medien Schlagzeilen mitmachen. Das hast du ja auch bei bekannten Beispielen, ob es jetzt Rammstein war, der Lindemann oder auch damals der Kachelmann. Die wurden ja auch alle freigesprochen, da wird dann die Sau durchs Dorf getrieben, aber am Ende wurden sie alle freigesprochen. Du, Syndicate, Gabba und so bin ich komplett raus. Habe ich noch nie gehört, höre ich auch nicht. Bin immer sehr neidisch, war ich schon damals auf die Hacke-Szene, weil das ist wirklich noch Szene. Sowas wünsche ich mir für Hard Techno. Das ist halt noch Szene, ne?
So wie sie sein sollte. Und das habe ich jetzt zum Beispiel auf dem Main Floor, auf der Nature One, in dem Video nicht erkennen können. Das sah aus wie Malle oder wie Abiball. Wie ein großer, finde ich. Das sah aus wie ein großer Abiball. Wollte ein Kalkbrenner auch auf dem Main Floor hat er gespielt, bestimmt, ne? Ja, das ist halt auch eine Institution, ne? Hat der, welcher war das denn? Da gibt's doch zwei. Der eine macht doch auch mehr live, oder? Der Kalkbrenner. Paul, ja, okay. Aber was ich krass finde, und das war früher halt nicht so, früher gab's halt nur USB-Floor. Oder das Camp-Floor, kannst ja gar nicht sagen, was da jetzt auf dem Campingplatz los ist. Alter Schwede, ey. Bin ja vom Fach, ich habe ja von Veranstaltungstechnik Ahnung und das, was da mittlerweile aufgetischt wird, das ist ja Porno. Ja, das war jetzt ja früher schon. Also du konntest ja früher schon auf dem Campingplatz, das war ja schön, wenn ich von der Nature gekommen bin und habe zu Hause in meinem Bett gelegen und es war Ruhe. Ich habe immer noch Musik gehört, ne? Weil du einfach 4 Tage Dauerbeschallung hattest. Ne? Aber es war ja nie so, wie es jetzt ist, dass du da riesen Floors hast mit einer richtig professionellen Technik und richtig professioneller Bühnenshow. Also mit Bühnenshow meine ich jetzt nicht Tänzer, bla, sondern vernünftige Lichteffekte, Laser. Frage ich mich ob das so koscher war, weil Laser muss man ja immer gucken. Zum einen musst du einen LBA haben, also du musst einen Laserbeauftragten haben, ne? Dann darfst du auch mit den Laseranlagen nicht ins Publikum schießen, du brauchst ein Notaus, um die Anlage binnen kürzester Zeit abzuschalten. Es muss dauerhaft einer am Notaus sitzen, der muss über Funk kontaktiert werden können. Also da gibt's ja Auflagen, das ist ja nicht, wir machen das jetzt an und es spielt. Da frage ich mich, ob das alles so rechtlich im Rahmen war. Mit diesen Laseranlagen, ne? Aber an sich, was da für Floors, es ist ja teilweise größere Floors als auf der Püttner selber. Ja, ist schon bemerkenswert und ich weiß ja, wie viel Arbeit dahinter steckt und wie viel Geld das auch ist, ne? Ist aber krass. Ich find's auch geil irgendwo. Ich könnte mir aber vorstellen, dass da irgendwann mal ein Riegel vorgeschoben wird oder aber, dass da halt iMotion versucht, das auch in irgendeiner Form auch da wieder Geld rauszuziehen. Weil ich weiß nicht, wie es ist, aber aktuell ist falsch. Damals war es so, du hast halt einfach den Zugang auf Campingplatz gekauft mit deinem Campingticket und dann konntest du da tun lassen, was du willst, was die Größe angeht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie, wenn es nicht schon so ist, dass sie irgendwann anfangen, da so wie auf einer Messe Parzellen in gewissen Größen einfach zu verkaufen, mit unterschiedlichen Preisgestaltungen. Weil die werden am Ende die Kuh melken, definitiv. Die werden die Kuh melken und gucken, dass sie da jeden Cent rauskriegen. Müssen sie ja auch, ne? Müssen ja auch wirtschaftlich alles betrachten. Aber die Preise waren ja früher schon übel, ne? Wir haben früher für ein Gatorade irgendwie 8 Mark bezahlt oder so. Für einen halben Liter Getränk 8 Mark. Das war schon wild. Aber gut, das kannst du nicht vergleichen jetzt. Die Inflation hat gerade die letzten 10 Jahre die Preise so hart in die Höhe getrieben. Das ist ja krass, was aktuell auch Lebensmittel... Aber nicht nur, ja, das sind die ja sowieso, sind Festivalpreise, ne? Die müssen halt leben auch, die müssen den ganzen Laden, den ganzen Bums bezahlen, ne? Was zahlst du für ein Ticket? Festivalticket, 169 €. Das ist schon krass. Camping vor Ort pro Person 30 € bei Anreise. Aber 30 € geht noch, glaube ich, ne? Das heißt, du zahlst 200 Piepen pro Person. Wie viele Besucher hat denn die Nature One? Ich würde so 80.000 würde ich jetzt geschätzt. Nature One Besucher. 55.000 Menschen, das ist aber wenig. Das ist wenig, da hätte ich jetzt mehr gedacht. Ja, rechne das mal hoch. Mach mal die Rechnung auf. Sagen wir 200. 11 Mille. Ist nicht viel. Ist nicht viel. Hört sich zwar viel an, aber man muss bedenken, allein schon, was die Technik kostet. Okay, war nicht so. Ich habe auch jetzt auf den Bildern, die ich gesehen habe, sah es nicht voll aus, ne? Nature Besucher. Zahlen 2001 40.000 Besucher 2000 36 2002 45 50.000 2003. Ich kann mich nämlich auch dran erinnern, guck mal, 2004, das war glaube ich meine letzte, 52.000, dass das richtig voll da war. Ja, aber wie gesagt, wenn du jetzt mal bedenkst, jetzt pro Kopf 200 €, nur durch die Tickets. Es ist ja in der Regel so, dass du von den Ticketverkäufen deine Fixkosten deckst, Technik, Künstler, dies, das, jenes und du kriegst ja von den Gastronomen, kriegst du ja zum einen auch eine Standmiete und du kriegst, glaube ich, auch eine Beteiligung oder so. Weiß nicht, wie die das da aushandeln, aber davon
wird dann quasi das Geld verdient. Jetzt überleg mal, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Floors da sind, aber wird ja eine Woche aufgebaut mit Sicherheit. Da hast du ja, keine Ahnung, wenn du die Rechnung aufmachst, du machst die Rechnung auf, sagen wir mal, du hast 100, weiß ich nicht, 100 Techniker ist ein bisschen viel, sagen wir mal 80 Techniker, 450 ist der Tagessatz, mal 7. Da hast du schon 250.000 ungefähr nur an Technikern für, ja, mal 7 kommst du nicht mit aus. Warte mal, durch 7, weil da hast ja noch Veranstaltungen und du hast Abbau. Sagen wir mal Nature One, ich glaube, das ist eine 11-Tages-Baustelle. Vielleicht. Ja, guck mal, bist du bei 400.000 Piepen, bei 80 Leuten ungefähr. Hast ja schon 400.000 nur an Personalkosten für den Aufbau der Technik. Und das ist jetzt auch nur aus dem Bauch raus. Ich kenne die echten Zahlen ja gar nicht, ne? Nee, aber dafür, für 200 €, was du da angeboten kriegst, ist ja nicht schlecht. Ja, Rock am Ring dieses Jahr waren, ich glaube, 89.000, war sehr, sehr voll. Ich bin auch einmal an einem Samstag, glaube ich, war das. Bin ich auch einmal übers Gelände gelaufen. Ich komme da ja nicht so weg. Mache ja bei Rock am Ring, bin ich bei der Hauptbühne oben, bei der Utopia. Und da kommst du ja nicht so weg. Da bist du ja die ganze Zeit beschäftigt mit irgendwas. Aber da bin ich dann tatsächlich einmal rumgelaufen. Ja, wahrscheinlich einer, den man nicht so kennt. Ja, da habe ich jetzt lustig einen Talk-Podcast war das. Ich gucke mir gern von Björn Torwellen. Das ist ja vom Sign-Institut BT, Björn Torwellen. Unter BT kennt man den ja nicht. Den kenne ich tatsächlich von früher auch. Der kommt ja bei mir hier aus der Stadt. Der hat ja damals schon mit dem Simon immer Tech Night veranstaltet, in der U-Bahn. Daher kenne ich den ganz gut. Hatte mit dem viel Kontakt früher. Und deswegen verfolge ich auch ein bisschen, was er tut. Ist jetzt nicht meine Musik. Er macht gut. Das, was er macht, ist sehr gut. Der ist top, ne? Aber der hat mit einem Clubbesitzer einen Podcast gehabt vor kurzem. Und da haben sie auch thematisiert, dass die Gagen so dermaßen in die Höhe gesprungen sind. Und dass sie einfach danach kalkuliert werden, wie ist die Reichweite im Social-Media-Bereich. Da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, den ich eingangs hatte am Anfang von dem Stream hier, dass die Szene eigentlich selber schuld ist, wenn das so ist, wie es ist. Also ich hatte es ja eben schon mal gezeigt, Obi zum Beispiel, ne? Der hat einen Beitrag gepostet vor einem Monat, wie er auf irgendeinem Festival gespielt hat. Da hat er 60 Likes drauf, Klicks weiß ich nicht und irgendwie 20 Kommentare. Dann kommt dieser Beitrag rund um diese Kontroverse auf der Nature mit Politik und links und rechts und AfD und bla. Da hast du zigtausend Likes, zigtausend Kommentare. Da darf man sich ja nicht wundern, wenn das alles vor die Hunde geht, ne? Ihr müsst die DJs supporten. Und damit meine ich jetzt gar nicht mich. Ich habe kein Interesse, einen großen Teil an der Szene beizutragen, aber ihr müsst die DJs supporten. Man hat den ganzen Tag das scheiß Handy in der Hand, ne? Nehmt das Handy in der Hand, geht auf Facebook, geht durch die Timeline und wenn ihr seht, dass ein DJ was gepostet hat, drückt doch auf Like, Alter. Und macht Kommentarfeld auf, schreibt cool, danke. Das ist 1 Sekunde. Aber Support, das ist die Währung heutzutage. Es ist doof, muss anders sein eigentlich, aber das ist nun mal leider so. Und das muss passieren. Und wenn die Szene und die DJs zusammenhalten und die Szene die DJs supportet, dann kommen die Veranstalter, die Promoter und all die ganzen, die da mit drin hängen, die so ein großes Line-Up bauen, ja auch nicht an den echten, richtigen Künstlern dran vorbei. So, und dann wird das Line-Up auch wieder besser. Das ist so self-fulfilling prophecy am Ende, ne? Na, das, ja, doch, kann man so sagen. Aber am Ende hat's die Szene in der Hand und wenn die Szene ihre Macht nicht nutzt, wenn sie einfach nur belanglos durchs Internet scrollen bis zu dem Punkt, wo sie ihren Unmut ins Internet scheißen können. Das ist ja auch leider so. Diese positiven Sachen kriegen ja gar keine Beachtung mehr. Es wird ja nur noch auf negative Dinge beantwortet oder geantwortet. Auf negative Dinge reagiert, ne? Ja, aber das war auch schon immer so mit dem Camp, ne? Ich habe damals schon immer am liebsten am USB-Floor gestanden. Also nicht Floor, sondern am USB-Camp. Da war das noch ganz klein. Ich kenne da auch einige wirklich von, aber dann war es halt jahrelang raus. Das heißt, guck mal hier den Alex Frank zum Beispiel, den Minopren, den kenne ich von damals. Mit dem bin ich oft rumgestratzt. Ich weiß nicht, ob der mich damit in Verbindung bringt. Der kennt mich jetzt als Nelson Katzer, aber ich weiß nicht, ob der mich mit dem... Ich habe da auch anders ausgesehen, ne? Ich habe da früher anders ausgesehen. Und nö, da weiß ich nicht mehr. Das ist ja zu einer Zeit passiert, wo ich nicht wirklich viel mit der Szene zu tun hatte, ne? Ich habe ja 2004 aufgehört mit Feiern, habe 2009 angefangen, das Musikmachen ins Internet zu bringen, habe dann 2010 bis 2016 aktiv als
DJ oder Digital Mixing Artist, wie ich mich viel lieber bezeichnen möchte, mein Unwesen getrieben, aber ich war nie da in dem Zeitraum wirklich Bestandteil der Szene. Ne? Ich habe meine Bookings gehabt, ich hatte mit dem einen oder anderen natürlich mehr Kontakt. Ich war in dem einen oder anderen Laden auch eine Zeit lang Resident, aber dadurch, dass ich schon Familie hatte, habe ich nie wirklich viel Zeit aufgebracht, Bestandteil der Szene zu sein, mich zu connecten und so. Ne? Deswegen ist das alles stark an mir vorbei. Da hatte das USB-Board, United Schranz Board, hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich einen Floor auf der Püttner, ne? Jetzt habe ich gesehen, auch witzig, pass auf, kurzer Fun-Fact. Jetzt habe ich gesehen, versucht das USB-Board einen neuen Anlauf zu schaffen auf Basis der neuen Plattform, die es so gibt, weil es gibt ja kein Forum mehr. Es ist ja alles Discord. Und ich persönlich habe keinen Discord-Account. Ich agiere nicht mit Discord. Ich weiß aber, dass Discord sowohl alle Foren als auch Teamspeak und so abgelöst hat. Teamspeak nutzt heutzutage auch keiner mehr, weil das alles über Discord läuft. Hat jetzt das USB-Board, startet jetzt, glaube ich, eine neue Community auf Discord. Und da habe ich mir gedacht, ach cool, nimmst du dran teil. Gehst mit rein, bist mit den Leuten ein bisschen in Kontakt, mach mir einen Account, drück auf Absenden, verifizieren und keine Minute später kriege ich von Discord die Nachricht, dass mein Account permanent gebannt ist, weil ich gegen die Community-Richtlinien verstoße. Ich weiß gar nicht warum. Dann habe ich es jetzt dabei belassen. Vielleicht mache ich noch mal einen Account mit einer anderen E-Mail-Adresse oder so, aber ja, ich habe keine Ahnung. Kriege ich die E-Mail auf? Warte. Ich habe das, glaube ich, da. Beatport, Sugarbytes, Beatport, Hardtool Vision, Discord. Da, ich zeige euch das. Ich habe die E-Mail bekommen, die besagt: Hallo Nelson Katzer, Discord setzt sich dafür ein, dass die Sicherheit unserer Community zu garantieren. Die Sicherheit unserer Community zu garantieren. Wir haben festgestellt, dass dein Account gegen unsere Nutzungsbedingungen oder Community-Richtlinien verstößt. Daher haben wir deinen Account aus dem folgenden Grund gesperrt. Das kann nicht sein. War auf einem Server aktiv, der Spam auf Discord verbreitet. Kann nicht sein. Das kann nicht sein. Auch das kann nicht sein. Und auch das kann nicht sein, weil die E-Mail habe ich bekommen um 1:51 Uhr und angemeldet habe ich mich um 1:42 Uhr. Das heißt, es war 9 Minuten, nachdem ich mich, das sieht man hier auch in der E-Mail, das war die Thanks for Resending bla bla bla, das war die Verifizierungs-E-Mail. Das war um 1:42 Uhr am 15.07. Und um 1:51 Uhr wurde ich gepermabannt. Das heißt, ich habe ja überhaupt keine Interaktion gehabt mit dem Discord. Überhaupt nicht. Keine Ahnung. Und lustig ist, ich habe das über die E-Mail-Adresse nelson-katzer@noisefactory.de gemacht. Und die ist neu. Die habe ich noch nicht lange. Ja, ich habe Noise Factory, ist ja eigentlich meine Berufstätigkeit. Das gibt's ja schon seit 2010, glaube ich. Und da habe ich immer nur Mail@noisefactory gehabt. Darüber kannst du mich halt buchen als Techniker, dies, das, jenes, bla. Und darüber habe ich mir jetzt einfach nochmal eine Nelson Katzer E-Mail gemacht. Keine Ahnung, ist vielleicht 2 Monate alt. Und da habe ich mich bei Beatport angemeldet, um darüber halt dann meinen Nelson Katzer Account zu haben. Bei Sugarbyte, da habe ich mir das Effectrix Add-on gekauft. Und Radio London habe ich einen Account mitgemacht. Also ich habe da irgendwie 3-4 Accounts mitgemacht. Und ansonsten ist die komplett ein ungeschriebenes Blatt. Also an der E-Mail-Adresse kann es auch gar nicht liegen. Völlig verrückt. Ja, und dann habe ich auch gesagt, ach, weißt du was, komm, dann ärgerst du dich nicht. Ich werde mir wahrscheinlich jetzt nochmal, ich habe ja unzählige E-Mail-Adressen. Ne? Ja, unzählig ist auch nicht richtig, aber ich habe einige E-Mail-Adressen. Ne? Aufgrund meiner jahrelangen Tätigkeit auch im Internet und hier Firma da, gucken und Selbstständigkeit und hast du nicht gesehen und man so, ne? Aber 9 Minuten später wurde ich gepermabannt. Keine Ahnung, richtig lustig. Ja, muss ich nochmal machen. Discord. Muss ich mich dann auch erstmal reinlesen. Habe ich ja noch nie Berührungspunkte mit gehabt. Ich weiß, dass ich aktuell ein Discord Premium bezahle für meinen Sohn. Einen meiner Söhne. Aber ich selber habe mich noch nie mit Discord auseinandergesetzt. Aber da kommst du halt nicht drum rum, ne?